Nachdem die Funkverbindungen hergestellt sind, müssen die Antriebe und Geräte grundlegend konfiguriert werden. Dies muss für jeden Antrieb separat durchgeführt werden. Im folgenden Video zeige ich Ihnen die Einstellungsmöglichkeiten im Detail. Noch ein Tipp: Wenn Sie schnell im Menü der Solexa 2 navigieren möchten, benutzen Sie am besten Ihren Fingernagel. Im Video wird ein Bedienstift verwendet, damit Sie der Bedienung einfacher folgen können. Um in die Grundeinstellungen zu gelangen, halten Sie die Zahnrädchen oben rechts für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Navigieren Sie mit Hilfe der Bedienfläche nach links, um zu den Einstellungen für die Ausgänge zu gelangen. Durch Tippen auf die umrandeten Zahnrädchen begeben Sie sich in die Einstellung. SP01 ist der drahtgebundene Anschluss in der Wetterstation. Möchten Sie einen Funkteilnehmer konfigurieren, tippen Sie auf die Bedienfläche nach rechts. SP07 ist der erste Funkaktor. Die Speicherplätze dazwischen sind reserviert, beispielsweise für weitere Bedienteile. Um zu überprüfen, welchen Antrieb Sie im folgenden Menü konfigurieren, können Sie diesen testweise über die Auf- und Abbedienfläche fahren. Wählen Sie Ihren Ausgang durch erneutes Tippen auf die umrandeten Zahnrädchen aus. Ein Hinweis: Im Folgenden wird von Untermenüs gesprochen. Um ins Untermenü zu gelangen, müssen Sie das Feld mit den umrandeten Zahnrädchen antippen. Als erstes muss der Antriebstyp festgelegt werden, damit die Automatik später korrekt funktioniert. Im Untermenü wechseln Sie den Typ mit den Bedienflächen. Stellen Sie hier den passenden Antrieb ein. Zur Veranschaulichung wird in diesem Video eine Jalousie eingestellt. Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Halten der Set-Taste. Ein kurzer Signalton bestätigt die Übernahme der Einstellung. Das Bedienteil springt nach jeder Einstellung automatisch zum vorangegangenen Menü zurück. Als nächstes muss die Drehrichtung eingestellt werden, damit die Schutzfunktionen bei Wind oder Regen funktionieren. Navigieren Sie mit der Bedienfläche nach rechts, um zur Einstellung zu gelangen. Begeben Sie sich ins Untermenü. Fahren Sie nun Ihren Antrieb durch Halten der Bedienfläche nach oben oder unten ein Stück weit aus, um die Einstellung zu vereinfachen. Ist dies geschehen, halten Sie die blinkende Bedienfläche gedrückt und beobachten Sie, wie sich Ihr Antrieb verhält. Fährt Ihr Antrieb ein, wählen Sie EINF für Einfahren. Sollte Ihr Antrieb ausfahren, wechseln Sie die Einstellung durch die Bedienfläche nach rechts. Nun muss AUSF für Ausfahren im Display stehen. Bestätigen Sie die Einstellung durch die Set-Taste. Im folgenden Schritt kann die Richtung der Bedienflächen zur manuellen Bedienung eingestellt werden. Dies ist nur nötig, falls die Richtung der Bedienfläche auf der Startseite nicht mit der Fahrtrichtung des Antriebs übereinstimmt. Navigieren Sie mit der Bedienfläche nach rechts und begeben Sie sich anschließend ins Untermenü. Die Einstellung ist gleich aufgebaut wie die Einstellung der Drehrichtung. Fährt Ihr Antrieb bei Betätigung der blinkenden Bedienfläche ein, wählen Sie EINF für Einfahren. Wählen Sie ansonsten AUSF für Ausfahren durch Wechsel der Einstellung mit der Bedienfläche nach rechts. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Set-Taste. Mit der rechten Bedienfläche gelangen Sie zur Einstellung für den Alarmfahrbefehl. Diese Einstellung ist nur notwendig, falls ein externes Motorsteuergerät, beispielsweise ein IMSG 230, genutzt wird. In dieser Einstellung wird festgelegt, ob der Fahrbefehl bei einem Wind- oder Regenalarm dauerhaft oder nur für die Dauer der hinterlegten Fahrzeit anliegt. Haben Sie kein externes Motorsteuergerät in Verwendung, überspringen Sie diesen Schritt. Wenn ein externes Motorsteuergerät verwendet wird, dann begeben Sie sich ins Untermenü und wechseln Sie mit der Bedienfläche zu Ja. Dies ist wichtig, damit bei einem Alarm die manuellen Handtaster des Motorsteuergerätes gesperrt bleiben. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Set-Taste. Nun müssen noch die Fahrzeiten eingestellt werden. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn Sie in der Automatik eine Fahrposition oder bei einer Jalousie die Reversierung der Lamellen verwenden möchten. Sind die Fahrzeiten nicht korrekt eingestellt, so erfolgt die Reversierung erst nach vollständigem Ablauf der Fahrzeit. Mit der rechten Bedienfläche wechseln Sie zur Einstellung der Ausfahrzeit. Im Untermenü stellen Sie die Ausfahrzeit Ihrer Beschattung bzw. die Öffnungsfahrzeit Ihres Fensters ein. Bestätigen Sie die Einstellung. Gehen Sie einen Schritt weiter, um die Einfahrzeit der Beschattung bzw. die Schließfahrzeit des Fensters einstellen zu können. Öffnen Sie das Untermenü und stellen Sie die Zeit ein. Bestätigen Sie Ihre Änderungen erneut mit der Set-Taste. Um die Reversierfahrzeit einzustellen, tippen Sie nochmals auf die rechte Bedienfläche und begeben Sie sich ins Untermenü. Diese Einstellung ist nur für Jalousien verfügbar. Die Reversierfahrzeit beschreibt, wie lange eine komplette Wendung der Lamellen dauert. Stellen Sie die Zeit in Sekunden ein
und bestätigen sie mit der Set-Taste. Im nächsten Punkt wird die Totfahrzeit des Motors eingestellt. Diese Einstellung wird meist nicht benötigt, kann aber helfen, falls die Reversierung der Lamellen trotz korrekt eingestellter Reversierfahrzeit nicht funktioniert. Die Totfahrzeit steht im Datenblatt des Motors. Zur Einstellung begeben Sie sich ins Untermenü und passen Sie die Zeit an. Ihre Einstellung bestätigen Sie mit Set. Einmal nach rechts und Sie gelangen zur Einstellung der Displayposition für Ihren Antrieb. Diese Einstellung ist wichtig, damit der Antrieb auch auf der Startseite angezeigt wird und manuell bedient werden kann. Wählen Sie die Position im Untermenü durch die Bedienflächen aus und bestätigen Sie Ihre Einstellung. Mit der letzten Einstellung verknüpfen Sie diesen Ausgang mit einem Eingang. Dies ist nur relevant, wenn Sie eine Fernbedienung oder einen Funktaster benutzen. Daher wird dieser Schritt in einem separaten Video erläutert. Nun haben Sie die grundlegenden Einstellungen durchgeführt und die Automatik des Ausgangs läuft. Wie Sie die voreingestellten Standard-Automatikwerte anpassen können, erfahren Sie ebenfalls in einem weiteren Video.